Wir wollen heute ein bisschen was lernen über Tierversuche mit Affen. Die Krallenaffen, die sind auch viel kleiner als die Rhesusaffen und die Javanaffen. Das sind die 3 Arten, die eigentlich in der biomedizinischen Forschung fast ausschließlich eingesetzt werden. Also die Sorgfalt, mit der mit Tieren in Europa und in Deutschland umgegangen ist, würde ich sagen, ist bei uns noch höher als anderswo. Wir haben alle eine höhere Affinität zu Primaten als zu anderen Tieren. Das ist völlig natürlich, das ist völlig nachvollziehbar. Die Ähnlichkeit erzeugt natürlich auch Empathie, ganz klar. Denn Grundlagenforschung ist absolut essentiell. Wir hätten die ganzen medizinischen Durchbrüche, die ganzen technischen Durchbrüche, von denen wir alle tagtäglich profitieren, nicht, wenn nicht vorher Hochqualitäts-Grundlagenforschung betrieben wurde und zum Teil über Jahrzehnte. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über faszinierende, spannende Biologie sprechen und aber auch darüber, dass man für die Erkenntnisse, die in dieser Biologiewissenschaft gewonnen werden, manchmal auch Tierversuche braucht. Das blenden wir hier nicht aus, sondern nehmen das ganz explizit auch mit in den Fokus. Und wir, das sind wie immer Professor Johannes Beckers, mir zugeschaltet aus dem Helmholtz-Zentrum in München. Hallo Johannes. Ja, grüß dich Roman, hallo. Johannes ist dort Diabetesforscher und aber auch Professor an der TU München für Genetik. Lehrt da im Fach Genetik, genau. Mein Name ist Roman Stilling, ich bin Neurobiologe von der Ausbildung her, aber arbeite als wissenschaftlicher Referent bei der Informationsinitiative Tierversuch verstehen. Und heute habt ihr euch vielleicht gefragt, sind die beiden schon in der Sommerpause? Kommt noch eine neue Folge? Und ja, natürlich, heute kommt noch eine Folge, bevor wir dann uns in die Sommerpause verabschieden und im September wieder da sind. Genau. Und damit ihr auch dann den Start der neuen Season, da gehen wir schon in Staffel 5 an, Johannes, nicht verpasst, am besten jetzt direkt abonnieren oder auch weiterempfehlen an eure Freundinnen und Freunde, damit die das dann auch direkt als Einstieg nutzen können in die neue Staffel 5 ab Herbst 2025, genau. Johannes, wir haben uns heute nochmal für die letzte Folge ein ganz besonderes Schmankerl aufgehoben. Etwas, was wir bislang in diesem Podcast noch gar nicht hatten, jedenfalls nicht so explizit. Und zwar wollen wir heute über die Forschung mit Primaten sprechen, also mit Affen. Zu den Primaten gehören ja auch wir Menschen, aber wir meinen jetzt ganz speziell nicht humane Primaten, wie sie in der Wissenschaft oft abgekürzt werden, NHPs. Und dazu haben wir uns natürlich dann auch einen Experten eingeladen, und zwar nicht irgendeinen, sondern den Direktor des Deutschen Primatenzentrums, Professor Dr. Stefan Treue, der Professor ist für Biopsychologie und kognitive Neurowissenschaften an der Uni Göttingen und eben, wie gesagt, Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen. Hallo, Herr Treue. Hallo in die Runde, schön dabei zu sein. Hallo. Genau, wir wollen heute ein bisschen was lernen über Tierversuche mit Affen. Was hat es damit auf sich? Warum ist das so was Besonderes auch? Und wenn wir über Affen nachdenken, auch in Tierversuchen, wenn wir allgemein an Affen denken, wenn wir an Affen im Zoo denken, dann denken wir als allererstes immer an Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans. Das sind aber gar nicht die Arten, mit denen in der Forschung gearbeitet wird, oder, Herr Troll? Das ist richtig und nicht richtig. Das sind natürlich Tierarten, also die sogenannten Menschenaffen, sind Tierarten, die biologisch hochinteressant sind und auch an denen viel Forschung betrieben wird. Vor allem in ihren Ursprungsländern, also in deren natürlichem Habitat, wird sehr viel mit diesen Tieren gearbeitet im Sinne von beobachtender Forschung. Aber Tierversuche, also die rechtliche Definition von Tierversuchen, erfüllen diese Beobachtung nicht. Und das hat auch juristische Hintergründe. Es ist nämlich in Europa schon seit vielen Jahren tatsächlich kategorisch ausgeschlossen, an Menschenaffen Tierversuche durchzuführen. Das findet also, wenn überhaupt, nur in Form von beobachtender Forschung statt. Da kann man vieles lernen über das Sozialverhalten der Tiere, über ihre kognitiven Fähigkeiten, aber es ist eben ausschließlich nicht invasiv. Wenn wir also in Europa über Forschung an nicht humanen Primaten sprechen, dann sind das explizit nicht humane Primaten ohne die Menschenaffen. Also keine Schimpansen, keine Gorillas, keine Orang-Utans, keine Gibbon. Okay. Und um welche Arten geht es denn dann stattdessen? Also es könnte um sehr viele Arten gehen.
Die Primaten haben größenordnungsmäßig 500 Arten. Das ist, glaube ich, nicht so allgemein bekannt. Und kein Zoo hält so viele Primatenarten. Hm. In der Forschung, also in der Tierversuchsforschung, reduziert sich das auf im Wesentlichen 3 Arten, mit ein oder anderen Fällen noch zusätzliche Arten. Aber eigentlich sind es vor allem sogenannte Javanaaffen und Rhesusaffen. Die sind relativ eng miteinander verwandt. Nennt man auch manchmal die Altweltaffen, weil sie in der alten Welt, also Asien und Afrika, vorkommen. Die machen den mit Abstand größten Anteil der nicht-humanen Primaten in Tierversuchen, stellen den dar. Und dann gibt es noch die Krallenaffen, manchmal auch Weißbüschelaffen genannt oder Marmosetten. Das sind sogenannte Neuweltaffen, deren natürliche Heimat ist in Südamerika. Die sind auch viel kleiner. Die können Sie im Prinzip auf der Hand halten. Die wiegen weniger als 1 Kilogramm als die Rhesusaffen und die Javanaaffen. Das sind die 3 Arten, die eigentlich in der biomedizinischen Forschung fast ausschließlich eingesetzt werden. Ab und zu sind nochmal Paviane dabei in ganz geringer Zahl und dann in Einzelfällen einzelne Tiere anderer Arten. Aber das ist die große Ausnahme. Was hat das für einen Hintergrund? Warum ist das so? Immer wenn Sie eine Tierart auswählen für Tierversuche, für biomedizinische Forschung, dann machen Sie eine Abwägung unter anderem darüber, wie passend ist die Art für Ihre Fragestellung und wie viel weiß ich schon über die Art. Weil wenn ich anspruchsvolle Forschung machen will, hilft mir das natürlich schon sehr viel über die Anatomie, über die Physiologie, über die ganzen Prozesse im Körper dieser Tierart zu wissen. Und insofern, wenn Sie theoretisch zwischen 5 Arten auswählen können, weil die alle gleich geeignet sind, dann würden Sie eigentlich immer die Art nehmen, über die Sie schon am meisten wissen. Und deswegen spitzt sich die Forschung, das gilt ja auch außerhalb der nicht-humanen Primaten, meist auf ganz wenige Arten zu, weil man über diese ganz wenigen Arten dann schon sehr viel weiß und das nicht neu erforschen muss, sondern darauf aufbauen kann. Und das sind historisch vor allem die Rhesusaffen in der akademischen Forschung und die Javanaaffen in der, sagen wir mal, pharmazeutischen Forschung. Die Krallenaffen sind ein bisschen später dazugekommen, aus anderen Fragestellungen heraus. Die spielen aber inzwischen auch eine größere Rolle. Mhm. Also ich komme ja aus der Welt der Nager, der Mäuse. Da gibt es ja sogenannte Inzuchtstämme. Also da sind die Mäuse unter sich genetisch identisch. Wie ist das bei den Affen? Will man das da auch, dass die quasi wie so ein Inzuchtstamm sind? Oder hat man das gerne, dass die genetisch heterogen sind? Ist eine super Frage, weil es tatsächlich ein großer Unterschied ist zwischen diesen beiden Ansätzen. Also in der Nagertierforschung Zuchtlinien, auch mit spezifischen genetischen Veränderungen, die dann ganz spezifisch aufrechterhalten werden. Das ist tatsächlich in der Primatenforschung jedenfalls bisher überhaupt nicht der Fall. Das sind im Prinzip Wildtiere, was ihre Genetik betrifft. Da gibt es praktische und wissenschaftliche Gründe. Die praktischen Gründe haben natürlich damit zu tun, um solche Linien zu züchten, brauchen sie sehr viele Tiere, denn sie sortieren ja quasi bestimmte Linien aus, die sind dann nur für eine Fragestellung geeignet und bilden vielleicht mehrere solcher Linien oder theoretisch Hunderte von solchen Linien. Dafür gibt es überhaupt nicht genug Primaten in der Forschung, um das machen zu können. Okay. Weil es gibt noch einen anderen Grund, da will ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Ja. Diese sogenannten transgenen Mäuse sind ja durch genetische Veränderungen erzeugt. Die sind ja in vielen Fällen nicht zufällig entstanden, sondern sind systematisch entwickelt worden. Und dafür gibt es im Nagerbereich inzwischen sehr gute molekularbiologische Techniken, um das hinzubekommen. Und die lassen sich vielleicht überraschenderweise, trotz der gemeinsamen Biologie von allen von uns, nicht 1:1 auf die Primaten übertragen. Das heißt, man muss viele solcher Techniken neu entwickeln für die Primaten. Und weil der Bereich eben so viel kleiner ist, hinkt die Forschung da noch hinterher. Aber das ist etwas, was sicherlich in Zukunft auch im Primatenbereich über Einzelfälle hinaus dann eine größere Rolle spielen wird. Okay, sehr interessant. Also jetzt wissen wir schon mal, an welchen Primaten in Deutschland geforscht wird. Ist das nur in Deutschland so oder wird in anderen Ländern auch mit anderen Affen geforscht? Wie ist da die Situation? Also ich würde sagen, in den großen Industrienationen, also in der EU,
In USA, Kanada, Japan, China ist die Mischung sehr ähnlich, sind eigentlich dieselben Arten in der Forschung im Einsatz, die ich jetzt für Deutschland genannt habe. Und das gilt unter anderem, weil die Forschung eben international ist. Und das, was ich über die Wahl der Arten gesagt habe, gilt dann natürlich auch für Informationen, die aus anderen Ländern über diese Tierarten gesammelt wurden. Deswegen ist das relativ homogen. Sie hatten vorhin schon gesagt, das sind Wildtiere in Bezug auf die Genetik, aber es sind ja eben keine Wildtiere, wenn ich das richtig weiß. Ganz wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Grundsätzlich gilt ja, unabhängig ob es Primaten oder nicht Primaten sind, die bioethische Grundregel, dass in der Tierversuchsforschung nur Tiere eingesetzt werden, die speziell für die Forschung gezüchtet wurden. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Bei bestimmten Tierarten, wo es nicht anders geht, gibt es ganz selten mal eine Ausnahme. Aber das ist die große Grundregel und die gilt natürlich auch für Primaten. Das heißt, sie dürfen keine Wildfänge, also aus der Natur gefangene Primaten in der Forschung einsetzen. Wir dürfen noch nicht mal die Nachkommen solcher Tiere verwenden. Das nennt man dann die F1-Generation, also F0, F1, F2. Die EU schreibt eben F2-Generation vor. Erst dann gelten die Tiere als spezifisch für die Forschung gezüchtet und erst ab diesen Generationen dürfen sie die in der Forschung einsetzen. Das hat die Konsequenz, dass sie auch einen Lebenslauf, also einen Herkunftsnachweis führen müssen für alle Primaten, die sie in der Forschung einsetzen. Sie müssen also dokumentieren können, wer waren Eltern, Großeltern und was auch immer dieser Tiere und waren die schon in einer Zuchteinrichtung groß geworden, um diese Tiere einsetzen zu können. Das können Sie machen, indem Sie entweder selber über viele Generationen Tiere züchten, wie es zum Beispiel an den Primatenzentren, also auch am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen der Fall ist, oder Sie gehen zu anerkannten Züchtern, die Ihnen genau diese Dokumentation mitliefern und Ihnen auf die gleiche Art und Weise garantieren, dass das der Fall ist. Okay. Das ist auch, wenn ich das noch ergänzen darf, für die Forschung eine Selbstverpflichtung unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben. Denn gerade unter den Primatenarten gibt es ja viele, die bedroht sind. Und es kann natürlich nicht angehen, dass die Forschung, die ja ganz andere Themen hat als Artenschutz, dann in irgendeiner Weise zum Aussterben oder der Ausrottung einer Primatenart beiträgt. Das will niemand und deswegen gilt diese Grundregel. Mhm. Und es sind auch keine Zootiere oder so, sondern es sind halt Tiere, die speziell dafür gezüchtet werden, ne? Genau, also deswegen, Sie können zwar Tiere züchten über mehrere Generationen, zum Beispiel in einem Zoo, aber die sind dann ja nicht gezüchtet worden, weil sie damit Tierversuche machen wollen, sondern weil sie ein Zoo sind und die Tiere für die Aufklärung der Bevölkerung und sowas da sind. Nein, das wäre normalerweise nicht möglich. Das heißt nicht, dass es nicht ab und zu einem Transfer kommen kann. Das haben wir auch schon in Ausnahmefällen mal gemacht, dass wir einzelne Tiere von einem Zoo übernommen haben, aber eben dann nicht, um mit diesen Tieren Forschung durchzuführen, sondern um sie zum Beispiel für unsere Zucht einzusetzen. Ah ja. Denn es gilt ja die umgekehrte Regel zu dem, was Herr Beckers vorhin gesagt hat. Bei den Nagern ist kontrollierte Inzucht Teil des Programms. Bei den Primaten müssen Sie natürlich darauf achten, wenn Sie die Züchtung über mehrere Generationen machen, dass Sie die Inzucht gering bis also gar keine Inzucht oder nur minimale Inzucht haben. Das heißt, Primatenzentren müssen auch Tiere untereinander tauschen, damit die genetische Breite erhalten bleibt, die sie brauchen. Mhm. Jetzt ist es ja in Europa so, dass wir Tierversuche nur machen dürfen, wenn sie unerlässlich sind. Was gibt es denn für Forschungsbereiche an Primaten, wo man sagt, okay, das kann ich nur an einem Primaten machen? Also ganz generell gesprochen, also welche Forschungsbereiche treffen sich da? Also so wie Sie die Frage eben formuliert haben, würde ich sagen, gibt es solche Forschungsbereiche gar nicht. Aber jetzt bin ich ein bisschen spitzfindig, weil ich darauf hinaus möchte, dass egal welchen Forschungsbereich Sie sich anschauen, es keinen einzigen Forschungsbereich geht, in dem nur Primatenversuche gemacht werden. Es gibt ja noch nicht mal Forschungsbereiche, wo nur Tierversuche gemacht werden, sondern es geht ja immer um eine Mischung, einen Methodenmix. Und es gibt natürlich Schwerpunktbereiche, wo Primaten am ehesten eingesetzt werden.
Und Primaten spielen ja quantitativ, also von ihrer Anzahl her, nur eine wirklich verschwindend kleine Rolle in der biomedizinischen Forschung. Also um das klarzumachen, nur etwa jedes 1000. bis 2000. Versuchstier ist ein Primat. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn das so wenige sind, dann können wir auch darauf verzichten. Das macht ja dann keinen Unterschied. Das ist ja nur 0,1%. Da fehlen uns ja nachher nur 0,1% der Erkenntnisse. Da können wir bestimmt mit leben. Aber es sind halt Schlüsselerkenntnisse, so wie ganz wichtige Bausteine eines Hauses, die Sie brauchen, selbst wenn es nur ein Baustein ist, der das Haus aber dann in der Stabilität hält. Und für die Primatenforschung ist das auch noch mal ein bisschen anders als in der Nagetierforschung. Also in der Nagetierforschung liegt der Schwerpunkt in der akademischen Grundlagenforschung. Die meisten Nagetiere sind für die akademische Grundlagenforschung. Bei den Primaten ist es fast umgekehrt. Die allermeisten Primaten sind in der pharmazeutischen Industrie, weil sie in sogenannten regulatorischen Tierversuchen sind. Was ist ein regulatorischer Tierversuch? Kam ja hier auch schon öfter zur Sprache. Aber nur noch mal zur Erinnerung, ein regulatorischer Tierversuch ist ein gesetzlich vorgeschriebener Tierversuch. Wo gibt es gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche? Immer dann, wenn neue Substanzen, neue Medikamente, neue Chemikalien auf den Markt kommen, müssen sie auf ihre Giftigkeit und ihre Wirksamkeit getestet werden. Und insbesondere die Giftigkeit wird auch im Tierversuch getestet. Und da spielen Primaten trotz ihrer geringen Anzahl eine wichtige Rolle, weil sie eben dem Menschen sehr ähnlich sind, viele physiologische Prozesse ganz ähnlich ablaufen und man den Daten, die sich da erheben lassen, mehr Gewicht zuspricht als zum Beispiel eine Testung in einer Maus oder in einem Regenwurm. Das ist also der große Schwerpunktbereich zahlenmäßig. Und in der Grundlagenforschung mit Primaten sind es dann die großen Forschungsfragen wie Infektionsforschung, Neurowissenschaften, also Verständnis des Gehirns und des Nervensystems, ist aber auch Herz- und Kreislaufforschung, Stammzellforschung spielt auch eine Rolle. Das sind so die großen Bereiche. Aber dieser Bereich eben, wie gesagt, extrem viel kleiner, ne? Richtig. Also um das mit einer Zahl zu untermauern, über 80% aller Primaten sind in dieser pharmazeutischen Industrie im Einsatz. Vor allem in der Giftigkeitsprüfung oder Dinge, die sehr ähnlich dazu sind. Das heißt, wenn man das jetzt auf echte Zahlen runterbricht, in Deutschland kann man sagen, dass pro Jahr etwa 2000 nicht-humane Primaten in der Forschung im Einsatz sind. Insgesamt, das schwankt pro Jahr immer so ein paar hundert mehr oder weniger. Und davon sind dann zwischen 100 bis knapp 200 in der Grundlagenforschung, während 1800 größenordnungsmäßig in der pharmazeutischen Industrie sind. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich frage trotzdem mal, warum macht man die Forschung dann nicht direkt am Menschen? Da kann ich jetzt wieder ein bisschen haarspalterisch drauf antworten und sagen, selbstverständlich wird die Forschung auch an Menschen durchgeführt. Sie wird ja auch an Mäusen durchgeführt und sie wird ja auch an Zellkulturen, Computermodellen und so weiter. Das heißt, jede dieser Bausteine der biomedizinischen Methoden spielt eine spezielle Rolle oder hat eine Fähigkeit, die die anderen Methoden nicht haben. Und was die Primatenforschung in diesem Mix beiträgt, ist eine Tierart, die dem Menschen schon sehr ähnlich ist im Vergleich zu den anderen Tierarten. Und sie ist aber noch nicht der Mensch. Das heißt, wenn ich entscheiden muss, mache ich einen invasiven Versuch, den ich nicht vermeiden kann, an einem Affen oder einem Menschen, dann würde man ihn an einem Affen machen. Weil wir bei Menschen noch eine Stufe höher gehen in den Bedingungen und sagen, wir dürfen an einem Menschen erst dann einen Versuch machen, wenn wir es auch an Affen sichergestellt haben, dass es funktioniert. Ja. Genauso wie eigentlich ein Tierversuch an einem Affen normalerweise erst stattfindet, wenn wir etwas Vergleichbares in der Maus getestet haben. Also es gilt eigentlich so ein Kontinuum und es gibt ja auch Patientenstudien, also Studien, wo es nicht darum geht, jetzt für die allgemeine Bevölkerung eine neue Methodik gleich an alle zu verbreiten, sondern wo man gesagt, in ganz besonderen Ausnahmefällen, also zum Beispiel ein Patient, wo jegliche Behandlungsmöglichkeit ausgeschöpft ist, wo die Medizin nichts mehr hat, mit der sie überhaupt noch irgendwas erreichen kann, dann wird
an diesen Patienten möglicherweise etwas getestet, was man aber keineswegs für den allgemeinen Einsatz zulassen würde. Mhm. Also individueller Heilversuch. Individueller Heilversuch. Sie haben es vielleicht in der Presse gelesen, eine neue Transplantationstechnik zum ersten Mal einsetzen. Das würden Sie nicht gleich in 100 Patienten machen und dann mal schauen, wie es den 100 Patienten ergeht, sondern man würde mit 1 oder 2 Patienten anfangen, das genau evaluieren, nachdem man es im Primatenmodell etabliert hat. Mhm. Aber es gibt doch sicherlich auch Bereiche in der Forschung, also ich denke jetzt auch zum Beispiel an die Grundlagenforschung, ein paar Bereiche haben Sie ja gerade schon aufgezählt, wo man wirklich sagt, ja, da gibt es vielleicht auch Modelle in der Maus oder wie auch immer, aber da spielen Primaten einfach eine ganz besondere Rolle, weil nur Primaten diese bestimmten Eigenschaften oder Fähigkeiten haben. Genau, also das ist am ehesten in der neurowissenschaftlichen Forschung, weil die neurowissenschaftliche Forschung, insbesondere wenn sie menschliche Gehirnfunktionen verstehen will, natürlich damit konfrontiert ist, dass es da einen enormen Gradienten gibt. Also die kognitiven Fähigkeiten von Tierarten unterscheiden sich natürlich erheblich und die Übertragbarkeit einer Studie am Gehirn einer Maus auf einen Menschen ist natürlich viel niedriger als von einem Primaten auf einen Menschen. Und deswegen spielt da, wo es um so ganz besondere menschliche Fähigkeiten geht, die Primaten auch eine ungewöhnlich große Rolle. Wenn wir dagegen sagen, in der Herzforschung zum Beispiel gibt es natürlich zum Beispiel im Schwein ein Herzmodell, was dem Menschen schon relativ ähnlich ist. Vergleichbar großes Herz, auch so von den Abläufen her vergleichbar. Bei der Gehirnforschung ist das nicht der Fall. Da sind eigentlich nur die Primaten die Tierarten, die mit hohen kognitiven Leistungen menschenähnliche Leistungen erbringen können. Ich kann mir ein paar Forscher in Deutschland vorstellen, die das durchaus challengen würden. Challengen würden im Sinne, in welchem Sinne? Im Sinne, dass die Maus auch kognitive Fähigkeiten hat? Nee, nicht die Maus, aber andere Tiere. Natürlich ich denke haben da an die Krähen. Nein, das tut mir leid, das habe ich tatsächlich jetzt unpräzise ausgedrückt. Ein ganz kurzer Exkurs in die Biologie. Also man kann eigentlich sagen, dass es 4, wie soll ich sagen, Äste im Evolutionsbaum oder im Evolutionsbusch gibt mit einer hohen kognitiven Entwicklung. Jetzt haben wir eben schon die Krähen angesprochen. Das wäre eine solche Tiergruppe. Also die Rabenvögel sind die Primaten. Viele wissen auch, dass die Delfine und manche Meeressäuger eine besonders hochentwickelte kognitive Fähigkeit haben. Und dann kommen noch die Tintenfische dazu. Die Tintenfische sind in ihrer Linie auch eine Tierart oder eine Tiergruppe, die wirklich tolle kognitive Fähigkeiten hat. Aber wenn Ihr Ziel ist, das menschliche Gehirn zu verstehen, dann ist der Rabenvogel natürlich nicht das primäre Modell. Wenn Sie allgemein darüber nachdenken, wie kann Intelligenz im Tierreich entstehen, dann sollte man wirklich alle diese 4 Tiergruppen sich genau anschauen, weil im Vergleich lernt man natürlich auch sehr viel. Ja, genau. Ja. Ja, da ist er wieder, Roman, der Tintenfisch, den hatten wir schon so oft hier, weil die so ein wahnsinnig interessantes Verhalten auch haben und ganz überraschende Dinge tun. Das ist wirklich faszinierend und die haben ja ein ganz anders strukturiertes Gehirn als wir. Mehrere sogar. Ja, genau. Distributed Computing würde man in der Informationstechnologie sagen. Ja, aber das ist doch das Faszinierende an der Biologie, also dass wir so unterschiedliche Lebensformen haben, die dann zu solchen enormen Leistungen fähig sind. Also das finde ich jedenfalls in der Biologie immer so faszinierend. Ich kenne ja die Antragstellung für einen Tierversuch in der Maus und weiß, was das für ein Aufwand ist, wie lange man damit beschäftigt ist, dass man da 100 Seiten Dokumente vorlegt und dann lange warten muss bis zur Genehmigung. Wie sind da die Anforderungen bei Primaten? Sind die genau gleich oder gibt es da nochmal höhere Anforderungen, die Rechtfertigung von solchen Tierversuchen betreffen? Also im ersten Schritt gilt natürlich das Tierschutzgesetz oder die EU-Richtlinie für Tierversuche für alle Tierarten, also alle Wirbeltierarten und die Tintenfische. Aber es gibt dann nochmal zusätzliche Regeln für bestimmte Tiergruppen. Dazu gehören auch die Primaten. Also Okay. zum Beispiel diese Lebenslaufdokumentation, die ich vorhin angesprochen habe, die ist bei den Primaten eine explizite Vorschrift. Sie müssen sich das so ein bisschen wie so ein Pass vorstellen, wie so ein Lebenslauf, den Sie für jedes Tier führen müssen. Sie haben auch Unterschiede zum Beispiel in der
Überwachungsdichte durch die Genehmigungsbehörden. Also für Primateneinrichtungen ist die Vorschrift, mindestens einmal im Jahr muss jede Primateneinrichtung besucht werden. Das ist bei anderen Einrichtungen eine geringere vorgeschriebene Frequenz. In vielen Fällen kommen die Behörden natürlich häufiger, aber das ist da schon ein Unterschied in der Mindestanforderung. Und dann ist natürlich letztendlich jede Tierart, die komplexer ist, muss nicht nur nachweisen, dass der Versuch in einem Tier notwendig ist und nicht in einem Ersatzmodell, sondern dass er auch noch in einem Primaten und nicht in einer Maus durchgeführt werden kann. Okay. Also Sie haben immer noch den zusätzlichen Nachweis, muss es denn wirklich ein Primat sein? Könnte es nicht auch eine Maus sein? Das gilt für die Maus natürlich nicht. Die Mauseforscher müssen nicht nachweisen, dass es nicht auch in einem Primaten durchführbar wäre. Ja, sie müssen zwar begründen, ne, die Wahl der Tierart muss man immer begründen, aber Aber die Hierarchie sozusagen, das geht ja um die Leidensfähigkeit, potenzielle Leidensfähigkeit der Tierart. Sie müssen immer erklären, dass es nicht auch in einer einfacheren, in Anführungsstrichen, Tierart möglich wäre. Und das sind jetzt die reinen rechtlichen Vorgaben. Natürlich jeder, der sich mit Primatenversuchen auseinandersetzt, sowohl von der Antragsseite wie von der Behördenseite, geht natürlich an einen Antrag in der Primatenforschung komplett anders ran. Mit einer anderen Prüftiefe, mit einem anderen Aufwand, mit einer anderen Dokumentationspflicht und so weiter. Und natürlich dann auch die Begleitung der Versuche durch Behördenbesuche und so weiter. Ich weiß nicht, ob das eine gute Frage ist, aber ich stelle sie trotzdem mal. Ist denn dann Deutschland noch ein guter Standort für Primatenforschung? Wenn Sie jetzt einen jungen Studenten haben, der sagt, ich will unbedingt in die Primatenforschung, ich interessiere mich für kognitive Fähigkeiten, kognitive Entwicklung. Würden Sie ihm empfehlen, das in Deutschland zu machen oder würden Sie sagen, geh lieber nach Amerika? Ich glaube, die Ausbildungsqualität und das Niveau, auf dem Forschung gemacht wird in Deutschland, auch in diesem Bereich, ist absolut vergleichbar mit diesen anderen Ländern. Da würde ich im Zweifelsfall sogar sagen, die Ausbildung ist bei uns besser, weil die inhaltliche Auseinandersetzung, die ja auch in der Wissenschaft stattfindet über Tierversuche, ja auch ein Qualitätszeichen der Wissenschaft ist. Also die Sorgfalt, mit der mit Tieren in Europa und in Deutschland umgegangen ist, würde ich sagen, ist bei uns noch höher als anderswo. Und das sehe ich gar nicht als Nachteil an. Das ist ein Qualitätsmerkmal und das ist auch ein Ausbildungsmerkmal. Und das würde ich auch nicht anders haben wollen. Jetzt ist es ja sowieso so, dass wenn Sie in einen Forschungsbereich als Studierende einsteigen, Sie nach der Masterarbeit, nach der Promotion immer wieder überlegen, wo gehe ich als nächstes hin. Genau. Und da steht Ihnen ja völlig frei und ich würde das auch jedem empfehlen, in verschiedenen Ländern Teile einer Ausbildung zu machen. Selbst wenn es nicht um Primaten geht. Ja. Ja, Sie waren ja auch am MIT, soweit ich weiß, und am Baylor College, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Das ist Sie haben richtig. das Ich ja habe auch selber Teil erfahren. meiner Ausbildung in den USA gemacht und habe das sehr zu schätzen gewusst, auch diese Vergleiche zu haben. Und man kriegt einen tieferen Einblick, wenn man verschiedene Wissenschaftskulturen kennenlernt und dann auch in Deutschland mit Stolz sagen kann, hier sind die Standards am höchsten und hier arbeiten wir wirklich, gerade wenn es um Tierversuche geht, auch mit einem enormen Verantwortungsbewusstsein in der Forschung. Da können wir schon, glaube ich, wirklich stolz drauf sein. Okay. Es hat natürlich eine Kehrseite, die kann man überhaupt nicht bestreiten. Sie haben es eben angesprochen, die Genehmigungsfristen in Deutschland sind extrem lang. Und das kann dazu führen, dass bestimmte Forschungsprojekte irgendwann mal genehmigt werden, aber in einer internationalen kompetitiven Wissenschaft man dann schon den Anschluss verloren hat. Und gerade bei Doktorarbeiten, die ja letztendlich zeitlich beschränkt sind, ist es natürlich eine untragbare Situation, wenn die Doktorandin oder Doktorand monatelang oder noch länger auf eine Genehmigung warten müssen, um solche Versuche durchführen zu können. Ja, klar. Ja, vielleicht direkt daran angeschlossen, was würden Sie denn sagen, wo sind wir denn kompetitiv oder vielleicht anders formuliert, wo ist das DPZ, wo hat es seine Nische, wo hat es wo kann es seine Karten, seine Trümpfe ausspielen? Also ich glaube, die
primatenbezogene Grundlagenforschung in Deutschland, also bei der Grundlagenforschung, ist ja sehr stark im neurowissenschaftlichen Bereich. Und wie gesagt, inhaltlich können wir da konkurrieren. Wir können nicht konkurrieren bei den Bereichen, wo die Entwicklung sehr schnell ist, weil wir angesichts der Überbürokratisierung in Deutschland, angesichts der Genehmigungszeiten, immer dann, wenn es besonders innovativ wird und man schnell auch technische Entwicklungen mitmachen will, da kommt das deutsche System nicht nach. Das muss man, glaube ich, einfach sagen. Also da technisch Cutting Edge ist in Deutschland eine extreme Herausforderung, vor allem im Primatenbereich. Da haben wir uns politisch, glaube ich, aus dem Spiel genommen in gewisser Art und Weise. Das ist für die Wissenschaft eine enorme Frustration. Wir könnten das, wir wollten das, aber es liegt nicht daran, dass es mangelnder Tierschutz ist oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein für die Tiere. Es liegt wirklich an den Genehmigungszeiten in Deutschland. Ich wollte jetzt auch so ein bisschen darauf raus, so was so Forschungshighlights denn sind. Also was könnte man sagen, ist so, sagen wir mal, Primatenforschung made in Germany, wo man als Laie oder als Zuhörer hier in diesem Podcast vielleicht noch gar nichts von gehört hat oder sich wundern würde oder. Ja. Also ich glaube, die Stärke in Deutschland ist in der Vernetzung. Das ist nicht, dass andere Standorte das nicht kennen. Ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Also überlegen Sie mal in Ihrem Kopf, was wären so die 10 besten amerikanischen Universitäten? Da kommen wir vielleicht auf im Wesentlichen eine überlappende Liste. Und dann werden Sie feststellen, dass fast alle, also ich wette 9 von 10 dieser Universitäten auf ihrer Liste mehrere Gruppen haben, die mit Primaten arbeiten. Warum? Man könnte doch auch einfach die Ergebnisse nehmen, die an einer anderen Universität entstehen und für sich nutzen. Das ist ja alles offene veröffentlichte Forschung. Nein, diese Universitäten haben verstanden, dass selbst 1 oder 2 Gruppen, die an Primaten arbeiten, einen enormen Netzwerkeffekt am Standort haben. Weil die durch die Kombination mit anderen Ansätzen wirklich etwas erreichen können, was ein Standort sonst nicht leisten kann. Das kann ich gern am Beispiel von Göttingen erläutern. Wir arbeiten mit der Universität und mit dem Universitätsklinikum extrem eng zusammen, obwohl wir als Leibniz-Institut eigentlich juristisch eine komplett getrennte Einrichtung sind. Wo machen wir das? Wir machen das zum Beispiel im Bereich des Klinikums bei der Herzforschung. Also am Klinikum in Göttingen wird ein sogenanntes Herzpflaster entwickelt, also ein Gewebestück, sage ich mal salopp formuliert, dass man sich vorstellen muss, wie ein Pflaster, das auf die Narbe eines Herzinfarkts gelegt werden kann und dann mit dem Gewebe, weil es auch aus dem Gewebe des Patienten entstanden ist, das quasi heilt. Die Narbe, die sonst nicht heilen könnte. Das ist natürlich eine im medizinischen Sinne hochinvasive Technik. Sie setzen ja am offenen Herzen so ein Pflaster ein. Und selbstverständlich muss so etwas im Tierversuch mitentwickelt werden. Und auch im Primatenversuch. Und da haben wir halt in Göttingen die Möglichkeit, ganz eng vor Ort miteinander zu arbeiten und in so einem Wechselspiel. Die Kliniker entwickeln etwas, es wird bei uns getestet, dann kann es verbessert werden, dann wird es nochmal getestet. Uns ranarbeiten an die Patientenstudien, die ich vorhin erwähnt habe, die natürlich dann trotzdem stattfinden müssen. Oder wir haben in Göttingen einen extrem starken Bereich im Klinikum zum Thema Hörforschung, also Schädigung des Hörsystems. Und da gibt es schon seit Jahrzehnten sogenannte Cochlea-Implantate, also eine Neuroprothese, mit der Sie Patientinnen und Patienten, die im Mittelohr oder im Innenohr einen Hörverlust haben, in dem sie das ausgleichen können. Das ist eine etablierte Technik, da gibt es Zehntausende von Patienten, die das haben. Aber diese Technik hat ein technisches Limit. So wie sie umgesetzt ist, kann sie nicht mehr besser werden. Und die Göttinger Forschenden sind dabei, eine alternative Technik an diesen Cochlea-Implantaten einzusetzen. Da geht es letztendlich darum, Licht zu verwenden statt elektrische Aktivität. Das könnte ein viel besseres Cochlea-Implantat ermöglichen. Auch das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Klinikum. Dann wird das bei uns an diesen Weißbüschelaffen getestet, die ich vorhin erwähnt habe, als es um die Tierart ging. Alles, weil wir hier am Standort ganz eng zusammenarbeiten können und einen essentiellen Baustein liefern können. Das sind so 2 Beispiele,
Wir arbeiten aber auch mit der Psychologie extrem eng zusammen, weil kognitive Fähigkeiten von Menschen können Sie natürlich auch in Menschen untersuchen. Und manches können Sie dort machen, manches nicht. Und da arbeiten wir eben sehr eng mit Psychologen und Psychologinnen zusammen, die dann Studien an menschlichen Probanden durchführen. Wir messen das in den Primaten. Wir benutzen die gleichen Techniken, damit das auch wirklich noch besser übertragbar ist und sind da sehr erfolgreich in Forschung, die komplementär ist. Hm. Ja, das ist super interessant. Ich muss noch mal zurückkommen auf dieses Herzpflaster. Also dieses Bild finde ich einfach schon mal schön, also ein Pflaster fürs Herz. Aber wie funktioniert das dann? Sind das körpereigene Stammzellen, die da übertragen werden? Oder Ja, im äh, Idealfall wollen Sie das natürlich so machen, dass Sie so ein Pflaster aus demselben Zellen machen des Patienten, damit es mhm. zu keiner Abstoßungsreaktion Ja, kommt und genau, zumindest ja, die absolut ja. minimiert ist. Genau. Und da sehen wir schon wieder einen ganz tollen Bereich der Interaktion. Sie brauchen eigentlich Stammzellforscher, Mhm. weil sie können nicht einfach ein Gewebe erzeugen mit ganz spezifischen Eigenschaften. Selbst wenn sie die Startzellen des Patienten haben, nehmen Ja, sie dafür ja keine Herzmuskelzellen, sondern sie nehmen andere Zellen, die müssen sie umprogrammieren. Da genau. brauchen sie dann Stammzellforschende, die genau wissen, wie sowas macht. Und da haben wir dann eben wieder Experten auch bei uns am Primatenzentrum, die sich auf Stammzellen spezialisiert haben und wissen, Mhm. wie kann ich die ursprünglichen Patientenzellen umprogrammieren, dass sie jetzt geeignet sind, für so ein Herzpflaster eingesetzt zu Mhm. werden. Okay. Ja, super Brauchen auch die interessant. Chirurgen, sie brauchen die Gerätschaften, um das Herz dann in seiner Funktionsfähigkeit zu untersuchen. Ist also wirklich ein absolut multidisziplinärer Ansatz, aber mit bisher fantastischen Resultaten. Ja. Ja, ich denke, so ähnlich ist das dann auch bei den Cochlea-Implantaten, weil da kommt ja auch Technik, Elektronik und Ähnliches zusammen mit Biologie. Wo sind denn da eigentlich, also Sie hatten, die Grenzen erwähnt, die im Augenblick jetzt da sind. Geht das jetzt um eine Verkleinerung der Implantate, eine Verbesserung in irgendeiner Form? Vielleicht können Sie da noch kurz was zu sagen? Also die Cochlea-Implantate selber müssen ja, egal welche Technik sie einwenden, schon extrem klein sein. Weil wir reden ja über, ich sage mal salopp, einen Draht, der in Ihr Innenohr eingeführt wird. Ihr Innenohr, die sogenannte Schnecke, ist eine winzige Struktur, so ein aufgerollter Knochengang. Das ist in der Miniaturisierung natürlich schon in den aktuellen Cochlea-Implantaten der Fall. Mhm. Aber die aktuellen Cochlea-Implantate arbeiten, indem sie ganz schwache elektrische Pulse in diese Hörschnecke hineingeben. Mhm. Und diese elektrischen Impulse müssen ganz präzise an einem Ort appliziert werden, weil je nach Ort ist das die Tonhöhe. Mhm. So, Genau. der elektrische Strom, der verbreitet sich aber, das kann man nicht verhindern. Das ist einfach die Eigenschaft von elektrischem Strom und damit wird der Höreindruck etwas diffus, weil sie nicht Ah, mehr nur okay. genau die Frequenz ansprechen, wo sie stimulieren, sondern darum herum auch noch. Und die Idee der Göttinger Kolleginnen und Kollegen ist eben, wenn wir die Zellen mit Licht stimulieren könnten, dann würde sich das Licht nicht so ausbreiten und damit könnten wir präziser, genau je nach Tonhöhe, mehr unterschiedliche Tonhöhen stimulieren. Das habe ich jetzt ganz kurz zusammengefasst, aber Sie müssen enorme technische Probleme lösen. Sie müssen ja ein System aufbauen, was dann Licht reinbringt in diese Hörschnecke, ganz präzise, viele Kanäle. Sie müssen sich überlegen, wo kommt meine Energie her? Sie müssen sich sicherstellen, das wird nicht zu warm durch das Licht. Und sie müssen die Zellen manipulieren, denn die Zellen würden normalerweise ja nicht auf Licht reagieren. Mhm, sondern auf elektrische Schon Signale, sind ja. wir in der Optogenetik, also einer faszinierenden biologischen Technik, mit der man durch genetische Information aus Algen, die auf Licht reagieren, auch andere Zellen lichtsensitiv machen kann, ist inzwischen 'ne relativ verbreitete Ja, ja, Forschungstechnik, ja. aber die müssen sie jetzt anwendbar machen im Innenohr von Patienten. Ja. Ah, ich finde das super interessant. Absolut cutting edge, ganz, ganz Ja, spannende Geschichten, wo bei den Cochlea-Implantaten eben auch noch sehr viel Technologieentwicklung dazu ja, kommt. ja, ja, Mhm. Gibt's genau. auch tolle Dokus drüber mittlerweile. Kann ich nur empfehlen, einmal googeln, gibt's sehr anschauliche Filme dazu. Braucht ihr gar nicht googeln, packen wir den Link einfach in die Shownotes. Wir googeln für euch. Genau. Genau. Ja, wie sieht's mit der kognitiven Forschung aus? Also, ich meine,
wir Menschen zeichnen und glauben natürlich, dass wir uns besonders durch unsere kognitiven Fähigkeiten absondern vom Rest der Tierwelt. Vielleicht haben Sie noch irgendwie eine tolle Erkenntnis aus dem Bereich der kognitiven Forschung für uns? Also im Bereich der kognitiven Forschung, wenn wir uns jetzt so anwendungsnah in den Beispielen halten, wie ich das eben gemacht habe, dann ist sicherlich die spannendste Entwicklung auch wieder im Bereich der Neuroprothesen. Ja. Also der Frage, kann ich verloren gegangene Funktionen, also ich sag mal salopp, früher war es das Holzbein, heute ist es die intelligente Prothese. Wie kann ich diese Prothesen noch intelligenter machen? Sie müssen sich das so in 3 Schritten vorstellen. Das Holzbein ist einfach ein mechanischer Ersatz für ein verlorenes Bein. Das hilft Ihnen, damit können Sie stehen, aber ein Holzbein weiß halt nicht, was muss ich machen, um eine Treppe zu steigen. Das bleibt immer ein steifes Holzbein. Gerade die Firma Otto Bock hier in der Nähe von Göttingen hat ja mit dem sogenannten C-Leg, also C-Leg, eine schlaue Prothese entwickelt, die weiß, jetzt steigt der Patient eine Treppe rauf und dann muss der Fuß halt in einer ganz bestimmten Art und Weise bewegt werden, damit zum Beispiel Treppensteigen gegenüber auf der Ebene laufen, die Prothese selber weiß, was sie machen muss. Die nächste Stufe wäre, ich möchte das an den Wunsch des Patienten anpassen. Also, dass die Prothese weiß, was der Patient machen will. Jetzt ist ja die natürliche Verbindung zwischen dem Bein und dem Gehirn unterbrochen, aus welchen Gründen auch immer. Aber im Gehirn gibt es natürlich diese Planung von Bewegungen nach wie vor. Der Patient kann natürlich denken, ich möchte eine Treppe raufsteigen oder auf der Ebene laufen oder hüpfen oder mich hinsetzen oder so. Aber er bekommt dieses Signal nicht mehr aus seiner Großhirnrinde in das Bein oder zur Prothese. Das sind die sogenannten Neuroprothesen. Dafür müssen Sie einerseits eine Verbindung herstellen zwischen dem Gehirn und der Prothese. Das ist aber gar nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, woher weiß ich, was der Patient denkt? Woher weiß ich, dass der Patient sich jetzt hinsetzen will? Und dafür brauchen Sie erst die Grundlagenforschung. Also was passiert im Gehirn genau, wenn ich denke, setzen gegenüber stehen, gegenüber Treppensteigen, gegenüber Fahrradfahren? Und dann brauchen Sie ein Implantat, das wäre quasi das Gegenstück zum Cochlea-Implantat. Im Cochlea-Implantat senden Sie Signale ins Hörsystem. Bei einer Neuroprothese der motorischen Art lesen Sie Informationen aus dem Gehirn raus. Sie lesen also, was will der Patient gerade machen. Das ist ein extrem anspruchsvolles Vorgehen, aber weil da eben schon Jahrzehnte dran gearbeitet wird, gibt es tatsächlich die ersten Patienten. Das ist so das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, also querschnittsgelähmte Patienten, die sagen, wir stellen uns bereit, das ist getestet, es ist klar, dass das sicher ist, wir wollen jetzt auch zeigen, dass es funktioniert. Also die ersten Implantate dieser Art. Die sind noch aus rein wissenschaftlichen Gründen, weil man da noch viele Details erforschen muss, aber da zeigt sich, wie hoch die Übertragbarkeit ist. Dass das, was man letztendlich im Rhesusaffen rausgefunden hat über gedankliche Steuerung von Bewegungen, so auch im Humanpatienten funktioniert. Ja. Okay. Also ich stelle mir das so vor, dass, Sie haben es gerade gesagt, es muss gelesen werden, aber die Sprache, in der das geschrieben ist, die muss man erstmal kennen und verstehen und übersetzen, ne, richtig? Ja, Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn sind ja viele Nervenzellen. Stellen Sie sich 1000 Leute in einer Halle vor, alle reden miteinander, alle reden durcheinander und Sie müssen jetzt Mikrofone runtersenken und versuchen rauszufinden, ob da jetzt gerade ein Hauptgespräch über das letzte Fußballergebnis stattfindet oder ob das eine Gruppe ist, die aus einem Konzert kommt oder ob man in einer Vorlesung ist und es geht um irgendeinen Inhalt. Das müssen Sie irgendwie rauslesen aus all diesen Stimmen. So ähnlich kann man sich das vorstellen, nur dass im Kopf natürlich keine Stimmen sind, sondern elektrische Signale und die müssen Sie entziffern. Aber das geht. Das geht, weil wir über viele Jahrzehnte, gerade in der Primatenforschung, diese Signale systematisch untersucht haben. Und das wäre auch ein Paradebeispiel für etwas, was in der Maus nicht gehen kann, weil zum Beispiel eine Maus gar nicht die Fähigkeit hat, einzelne Finger zu bewegen und damit natürlich auch keine Gehirnmechanismen hat, um einzelne Finger zu steuern.
Aber wie wollen wir nach einer Tasse greifen, wenn wir nur einen Fausthandschuh haben, also keine einzelnen Finger? Wir brauchen schon unsere einzelsteuerbaren Finger. Und das wäre ein Paradebeispiel dafür, warum es unerlässlich ist, innerhalb der Tierversuchsforschung auch mit Primaten zu arbeiten. Mhm. Ja. Ja. Ich will jetzt noch ein Thema ansprechen, vielleicht zum Schluss hin. Wir sind jetzt praktisch gerade da, nämlich diese Primatenforschung am Gehirn. Sie haben gesagt, seit Jahrzehnten wird versucht, eben diese Sprache des Nervensystems zu verstehen. Wie arbeitet das? Wie funktionieren bestimmte Prozesse? Jetzt ist das natürlich genau dieser Bereich, der, sagen wir mal, wirklich auch im Fokus der Debatte um das Thema Tierversuche steht. Weil das, ja, ich vermute mal, Bilder erzeugt, die da entstehen. Also das heißt, man muss in den Schädel rein. Das heißt, dafür müssen Löcher in den Kopf gebohrt werden. Es müssen Implantate gelegt werden, Elektroden eingeführt werden, um halt diese, Sie haben es vorhin gesagt, Mikrofone abzusenken. In diesem Fall wären es dann halt dünne Drähte. Das ist etwas, was, ich weiß gar nicht, ob das besonders in Deutschland ist. Vielleicht können Sie dazu auch was sagen. Aber die Debatte hier in Deutschland ja extrem prägt zumindest. Das ist richtig. Also wir haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass innerhalb der gesamten Tierversuchsforschung die Primatenforschung nur ein Tausendstel ausmacht. Und innerhalb dieses Tausendstel reden wir jetzt nochmal über ein Hundertstel oder noch weniger. Aber in dem Bereich bewegen wir uns, wenn wir über die neurowissenschaftliche Grundlagenforschung sprechen. Und ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen für die Öffentlichkeit. Wir haben alle eine höhere Affinität zu Primaten als zu anderen Tieren. Das ist völlig natürlich, das ist völlig nachvollziehbar. Die Ähnlichkeit erzeugt natürlich auch Empathie, ganz klar. Also Sie können sicherlich, wenn Sie Argumente gegen Tierversuche finden wollen, einfacher argumentieren, das mit den Primaten, die sind uns doch so nah, das wollen wir nicht, selbst wenn wir vielleicht andere Forschung tolerieren. Das ist ein Bereich. Und dann ist es, glaube ich, was die Belastung der Tiere betrifft, eine Kombination aus, kann ich die Belastung sehen oder zumindest scheinbar sichtbar machen? Und weiß ich tatsächlich, was belastend ist für die Tiere? Und da gibt es, glaube ich, in der Öffentlichkeit, und leider wird das ja auch nicht immer aufgeklärt, auch Vorstellungen, die einfach biologisch nicht korrekt sind. Also nehmen wir mal das Beispiel mit Elektroden im Gehirn. Ich mir vorstelle, ich habe einen dünnen Draht irgendwo in meiner Leber oder in meinem Muskel stecken oder so, das tut doch weh. Also ein gewisser Schmerz muss da ja mit verbunden sein. Das ist völlig nachvollziehbar. Jetzt gibt es die biologische Besonderheit, dass Gehirne, und das betrifft nicht nur Primaten, das betrifft den Menschen und andere Tiere, Gehirne selber das nicht spüren. Das heißt schon mal, eine Elektrode, die im Gehirn eingeführt ist, ist für den Patienten, für den Affen und für die Maus nicht wahrnehmbar. Sonst könnten wir ganz viele Elektrodenimplantationen in Patienten auch nicht machen. Es gibt Tausende von Patienten mit Tiefenhirnelektroden, viel dickeren Elektroden, als wir jemals in der Primatenforschung verwenden würden, die dauerhaft diese Elektroden haben und die ja auch nicht berichten, wir leiden ganz fürchterlich unter diesem Fremdkörper und der ist schmerzhaft und so weiter, sondern nur spüren, dass wenn die Elektrode aktiviert wird, die Symptome ihrer Krankheit plötzlich verschwinden. Die sind einfach weg, ohne dass sie sagen können, ah ja, jetzt spüre ich was im Gehirn und jetzt sind die weg. Nein, die sind durch das Umschalten eines Gerätes, sind scheinbar mysteriöserweise die Symptome verschwunden. Also das ist der eine Punkt. Diese Versuche sehen martialisch aus. Und natürlich zirkulieren dann auch Bilder im Internet, die für einen Laien schwer verdaulich sind, so nach dem Motto, das sieht ja fürchterlich aus und da ist ja irgendwas im Kopf und auf dem Kopf und durch den Knochen gebohrt und so weiter. Sie können das sicherlich so darstellen, dass das ganz fürchterlich für jeden klingt. In der Praxis wird aber extrem darauf geachtet, dass das für die Tiere schmerzfrei ist. Von dem operativen Eingriff her, der unter humanmedizinisch ähnlichen Standards abläuft, mit Vollnarkose genauso, wie sie das bei Menschen machen würden, bis hin zu einer sehr sorgfältigen Planung und einer mindestens schmerzarmen Umsetzung der Versuche. Und ich will einfach nochmal betonen, das ist nicht sozusagen eine Privatmeinung eines Forschers, der solche Versuche durchführt, sondern wir haben eben dadurch, dass inzwischen ähnliche Techniken im Menschen im Einsatz sind, mit all diesen Aspekten
Also Schädeleröffnung, Implantation von Elektroden und so weiter. Wirklich Menschen, die uns berichten können, dass das nicht schmerzhaft ist. Ja. Aber es sieht natürlich schlimm aus oder es kann schlimm aussehen und das ist in der Öffentlichkeit einfacher zu verkaufen, als wenn Sie eine Untersuchung machen, sagen wir mal in der Krebsforschung, wo ein Krebs an einem Organ entsteht. Da kann man kein Foto machen, mit dem man Stimmung machen kann in der Öffentlichkeit, weil das Tier, die Maus, was auch immer, sieht völlig gesund aus, ist aber möglicherweise schwer krank. Ja, das, was, glaube ich, die Primatenforschung ganz besonders auszeichnet, gerade die neurobiologische Grundlagenforschung, ist, dass wir mit sehr wenigen Tieren, aber lange mit den Tieren zusammenarbeiten. Weil die Tiere werden in Gruppenhaltung gehalten, die lösen kognitive Aufgaben und wir müssen die Tiere lange trainieren, bevor wir überhaupt solche Messungen machen können. Und es entsteht auch ein persönliches Verhältnis zu den Tieren. Das ist einerseits unvermeidlich und aus meiner Sicht andererseits sogar wichtig, weil es die Motivation noch weiter erhöht, ganz besonders auf das Wohlbefinden dieser Tiere zu achten. Das ist uns ganz wichtig. Also in den Labors, die ich kenne, auch hier am Primatenzentrum, die Tiere haben alle einen Namen, weil diese Nähe, sie können nicht mit einer Nummer, einem Objekt da umgehen. Das sind keine Nummern oder Objekte, das sind Tiere, denen sie sich verpflichtet fühlen. Und das fördert natürlich einen maximal tierwohlbezogenen Umgang mit den Tieren. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dass Primaten einfach als viel uns näher und emotionaler wahrgenommen werden. Also es gibt ja ähnliche Forschungsmethoden, sage ich mal, auch in der Ratte, ja. Also Maybrit und Edward Moser, die Nobelpreisträger, haben auch mit Ratten gearbeitet, die halt so Aufbauten am Kopf haben, um Ableitungen aus dem Gehirn zu machen. Es gibt Bilder dazu noch und Löcher. Ich wüsste nicht, dass das jetzt so das riesenkontroverse Thema ist. Ne? Also das ist bei Primaten aber völlig anders. Und ja, Sie sagten das ja vorhin auch schon, das ist ja auch so ein bisschen so, dass diese Debatte einfach so prägend ist, dass sie auch sagen wir mal, die Entscheidungen, wie auch mit Primaten umgegangen wird, auf der behördlichen Ebene, auf der politischen Ebene, dass das so prägend darin eingreift. Das ist die Kehrseite der Emotionalität und der Empathie, die wir als Menschen haben. Das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum von uns. Niemand will darauf verzichten, ich auch nicht. Das zeichnet uns als Menschen aus. Das heißt aber, wenn sie missinformiert ist, dann geht sie sozusagen in die falsche Richtung. In dem Beispiel, was ich Ihnen eben gezeigt habe, bin ich sehr glücklich und zufrieden, dass wir als Menschen Emotionen und Empathie haben, weil es dem Tierwohl dient. Aber man kann natürlich auch emotional auf etwas reagieren, weil man nicht alle Fakten kennt und dann sozusagen etwas emotional interpretiert, was eben darauf beruht, dass man nicht alle Details kennt oder einem die Details nicht nahegebracht wurden. Und das ist natürlich, muss ich auch sagen, für die Forschenden eine Belastung, wenn ihnen von bestimmten Gruppen in der Öffentlichkeit unterstellt werden, sie wären Sadisten oder würden bewusst Leiden herbeiführen, wie man das auch immer ausdrücken will. Also falscher und weiter weg von der Realität können solche Aussagen gar nicht sein. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ein anderer wichtiger Aspekt dabei noch ist, dass es sich da ja, Sie haben es selber gerade gesagt, neurobiologische Grundlagenforschung, das heißt, also im Gegensatz dazu, dass man die Methodik viel klarer sieht, sind die Ergebnisse für Laien oder für Außenstehende, für die Öffentlichkeit viel weniger greifbar als jetzt eine Maus, die Krebs hat. Ne? Ja, aber drum fand ich es so gut, dass wir diese tollen Beispiele jetzt gehört haben. Also die ja wirklich einen direkten Bezug haben auch zum Menschen. Ja, ich glaube, Also wenn man es so erklärt, ja. Aber diese Jahrzehnte, die wir jetzt gerade so in einem Halbsatz zusammengefasst haben, die so ganz inkrementelle kleine Forschungsfortschritte sind, die versteht ja außer der Leute, die da diese Forschung machen, eigentlich fast kaum jemand mehr. Ja, dafür sind wir da, Roman. Genau, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man braucht halt mehr als die 15 Sekunden oder 5 Minuten, um etwas zu erklären. Und auch für die Bevölkerung, die Öffentlichkeit, müssen sich Leute, die sich für dieses Thema interessieren, auch mehr als 5 Sekunden oder 5 Minuten Zeit nehmen,
Denn Grundlagenforschung ist absolut essentiell. Wir hätten die ganzen medizinischen Durchbrüche, die ganzen technischen Durchbrüche, von denen wir alle tagtäglich profitieren, nicht, wenn nicht vorher Hochqualitäts-Grundlagenforschung betrieben wurde und zum Teil über Jahrzehnte. Ja. Und das ist eine wichtige Nachricht, wo ich auch denke, da tut die Wissenschaft nach wie vor zu wenig, um immer wieder zu erklären, warum ist solche scheinbar mit keinem direkten Nutzen verbundene Forschung letztendlich die Grundlage von allem, von aller Forschung. Es gibt keine anwendungsorientierte Forschung, ohne vorher Grundlagenforschung betrieben zu haben. Ja, ich glaube, das ist immer so schwierig zu verdeutlichen, weil das teilweise Zeitspannen sind, die über 100, 200 Jahre gehen. Wir hatten so ein paar Beispiele hier schon, Befruchtung der Eizelle. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das wissen, dass beim Menschen das genauso funktioniert, mit Spermien und Eizellen. Das ist, denkt man eigentlich, das wissen wir doch schon seit 2000 Jahren. Das ist gar nicht der Fall. Und das ist immer das Schwierige, glaube ich, diesen langen Bogen zu spannen, der da zwischen Grundlagenforschung und Anwendung manchmal liegen kann. In der Corona-Forschung ist das ja ganz besonders deutlich geworden. Genau. Ja. Dass ohne die Grundlagenforschung zu den mRNAs natürlich gar kein Impfstoff in irgendeiner Zeit hätte entwickelt werden können, wenn da nicht Jahrzehnte vorher jemand aus scheinbar reinem Grundlageninteresse sich für diese seltsamen mRNAs interessiert hätte und damit die Grundlage für nicht nur die Corona-Impfstoffe, sondern jetzt hoffentlich auch für Krebsimpfstoffe und ähnliche Entwicklungen gelegt hätte. Genau, richtig. Ja, also das ist fast schon ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Aber haben Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, da möchte ich doch jetzt auch noch mal kurz drüber reden? Also ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte, die auch in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen, angesprochen. Wir haben uns die Zeit genommen, da bin ich Ihnen auch sehr dankbar, mehr in die Tiefe zu gehen, als man das in 5 Sekunden oder 5 Minuten leisten kann. Und wer sich weiter interessiert, hat ja eine Fülle von Informationen, die zur Verfügung stehen. Und die Shownotes werden da sicherlich auch noch reich an Links sein zu weiterführender Information. Genau, an dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis darauf, dass das DPZ da sehr transparent ist, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit betreibt, in Göttingen sehr sichtbar ist und auch zum Beispiel eben öffentliche Führungen anbietet durch ihre Primatenanlagen. Wenn Sie in Göttingen sind oder zu Besuch sind, hier leben, besuchen Sie unsere Webseite, melden Sie sich an für eine unserer Führungen oder kommen Sie in unsere Cafeteria. Da können Sie tatsächlich die Marmosets, also die Weißbüschelaffen, die ich vorhin genannt habe, direkt beobachten. Super. Fast so wie im Zoo. Roman, machen wir den Deckel drauf für heute, oder? Machen wir den Deckel drauf. Deckel drauf. Ja, das war unsere letzte Folge der Staffel 4. Wir hoffen, wir konnten hier nochmal einen ganz besonderen Einblick zeigen. Wir haben es in dem Kompass 2023 war es, glaube ich, oder 24, ich weiß es schon gar nicht mehr. Man kommt mittlerweile durcheinander, weil wir schon viele Kompasse hatten. Ist über das Thema Primaten auch schon mal geschrieben und da war die Überschrift, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie alles anders bei den Primaten. Heute haben wir gehört, warum das so ist. Und wie gesagt, wenn ihr den Start der Staffel 5 dann im Herbst nicht verpassen wollt, weil wir noch gar nicht so ganz genau wissen, wann wir wieder anfangen können. Ja, im September irgendwann, oder? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich September. Ja. Wir werden wahrscheinlich auch bei dem Dienstag bleiben, aber trotzdem ist es durchaus empfehlenswert, auf den Abo-Knopf zu drücken. Wir sind ja überall da, wo ihr sonst eure Podcasts bekommt, nicht nur auf der Webseite von tierversuchverstehen.de. Und da könnt ihr uns auch bewerten, da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, auch bei YouTube geht das und da werden wir sehr gerne darauf antworten. Und wenn ihr uns aber viel lieber direkt schreiben wollt, dann geht das unter der E-Mail-Adresse 3f, die Ziffer 3 und dann das große F, geht auch ein kleines, @tierversuche-verstehen.de. Genau. Bleibt uns gewogen und empfehlt uns weiter. Herr Theuer, nochmal ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Trilog. Fand ich super. Ich habe wieder einiges gelernt und finde es super spannend, was Sie da machen am Primatenzentrum. Klasse. Ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier in der Runde mal ein bisschen ausführlicher über diese Thematik zu sprechen. Ja, gut, vielen Dank. Und dann, ich wollte schon wieder sagen, bis übernächsten Dienstag. Nein, bis zum Herbst, genau. Und schönen Sommer. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.